Startnummer abgeholt. Nee, nicht Startnummer, aber Teilnehmerschild. Ups. Da fliegen schon die Riegel weg. Ja, ich würde sagen, wir packen das mal alles und holen uns erstmal was zu essen. Na, wie ist die Strategie fürs Rennen? Durchkommen. Jetzt werden wir mal einen Kaffee. Hier ist schon ordentlich was los. Es ist Freitagabend. Und ja, es sind schon einige losgefahren. Heute Abend schon. Die werden dann wohl irgendwo außerhalb schlafen. Wir werden dann morgen früh durchstarten. Tuscany Trail 2020, jetzt etwas entschärft. Nur noch 450 Kilometer und knapp 7000 Höhenmeter. Und ja, 2/3 davon soll Gravel sein. Ja, wir planen das in 3 Tagen zu fahren. Also so 150 Kilometer am Tag mit 2700 Höhenmeter. Ja, mal gucken, ob das auch klappt. So, Samstagmorgen, 7 Uhr, los geht's. Tuscany Trail 2022. Heute 150 Kilometer, 2700 Höhenmeter nach San Gimignano. Oder so. Bisschen sandig hier. Aber schön. Heading Mittelmeer. Bis einer weint. Ciao. ...75 Kilometer sind geschafft. Ist schon richtig heiß. Hier wird erstmal geduscht. Ja, guter Tipp. Vorher Wasserstellen raussuchen und aufschreiben. Die hier hätten wir sonst auch nicht gefunden. Gerade noch zweistellig. Kurzer Hagelschauer. Sonne scheint zwar, aber die sind gar nicht so klein. Oh, San Gimignano. Oh, ich übe das heute noch die ganze Nacht, bis ich es richtig aussprechen kann. Haben wir geschafft. 152 Kilometer, 2600 Höhenmeter. Ging dann doch ganz gut. 19 Uhr, also 12 Stunden. So, zweiter Tag, nochmal 150 Kilometer. Beine fühlen sich super an. Heute nicht ganz so viele Höhenmeter. Los geht's. Schön drücken. Yeah. Easy. Great. Schau mal, mein Fahrrad gibt es ja auch öfter. Yes, schönes Fahrrad. Ich glaube, es ist eher ein Wanderweg, Pilgerweg, aber lässt sich ganz gut fahren. Okay. Oh, Drops. Wow. Kurze Schiebepassage, letztes Stück hoch zur Burg. So ein bisschen krass, keine Ahnung.
25%. Da bin ich raus. Ja, katastrophal voll. Die Gassen um den Platz ging gar nicht. Ja, wir machen hier, dass wir schnell wieder wegkommen. Great. Oh, das ist so steil. Oh, ich kann nicht mehr. Fuck. Hui. Doch, ich kann natürlich noch. Das ziehen wir jetzt knallhart durch. Oh, 15%. Super. Geschafft. So, das drüben ist Pienza. Unser Zielort für heute. Reicht auch. Wir sind total im Arsch. Aber leider gibt es noch eine letzte Steigerung da hoch. So, Tag 3, letzte Etappe. Nochmal 154 Kilometer. Los geht's in Pienza. Ja, Pienza ist echt schick. Auf dem Berg. Ja, Beinen geht's super. Mal schauen, was der Tag noch so bringt. Jetzt gibt's gleich eine Flussdurchquerung. Kommen wir auch noch durch. War ein bisschen unrund heute Morgen. Ja, sehr elegant. So, angekommen in Racciofani. Letzter richtig knackiger Berg. Und mein Tipp für alle, die Tusken Trail fahren wollen: 34,32 ist echt eine total blöde Idee. Also es geht, man kann das hier hochdrücken, aber so richtig Spaß bringt das nicht. Also die meisten fahren hier eher solche Pizzateller hinten. Das ist wahrscheinlich ein bisschen entspannter hier hoch zu kurbeln. Aber für Entspannung sind wir auch nicht hier. Jetzt geht es gleich wieder runter. Wir schieben nie, genau. Aber hier ist gerade doch ein bisschen sehr anstrengend. Scheiße, sieht man auf der Kamera wieder nix. So 20%. Aber ist nur kurz. Keine Ahnung, wo wir sind. Savannah, glaube ich. Savannah? Okay, jeden Tag Savannah. Jedenfalls sehr beeindruckend und irgendwie müssen wir da jetzt runter. Wildschweine. Darf man das durchfahren oder gibt es dann Ärger? Ich glaube, wir verscheuchen sie mal. Sehr gut. In der Tat, vorsichtig in steilen Abfahrten auf Schotter. Also hier hat es mich auch schon fast zerlegt. Wir nähern uns dem Ende. Tja, noch 20 Kilometer. Immer noch Radfahrer vor und hinter uns. Das ist wirklich krass. Eigentlich waren immer irgendwie Radfahrer in der Nähe. Hier ist es jetzt komplett flach an der Küste.
Ein letzter kommt noch. Den schaffen wir auch noch. Und danach ins Ziel. So, die letzten 10 Kilometer. Wieder wie am Anfang durch die Pinienwälder. Wir scheinen an der Küste zu sein. Und ich bin total im Arsch. Aber 10 Kilometer sollten noch gerade funktionieren. Einfach, würde ich sagen. Unbedingt. Arrivo. So, angekommen. Yeah. Hier ist schon ordentlich was los. Wir waren also nicht die Ersten. Aber ich glaube, wir waren schon ziemlich schnell. Und jetzt gibt es Armbrot. Ich freue mich. Ja. Und bis bald. So, kurzes Fazit zur Tuscany Trail 2022. Also kann man unbedingt mal machen. Es war echt, hat super Spaß gemacht. Es waren total viele coole, nette Leute mit coolen Rädern dabei. Die Strecke war großartig. Es war wirklich total schön, die Landschaft. Im Mai alles grün und bunt und saftig. War echt cool. Leckerer Kaffee, noch leckeres Essen. Also das war schon mal ziemlich perfekt. Ja, 450 Kilometer haben wir genau in 3x150 Kilometer aufgeteilt. Das geht schon, aber also man kann da echt nicht so durchballern. Das heißt, wir waren 12 Stunden unterwegs jeden Tag. Geht aber schon, aber ja, man kann sich durchaus auch mehr Zeit lassen. Das haben auch, glaube ich, ziemlich viele gemacht. Die Anreise aus Hamburg war so ein bisschen mühsam. Wir sind da in 2 Tagen mit dem Auto runtergebrettert. Ja, die Münchner hatten es da ein bisschen einfacher, die sind in 1 Tag angereist. Müsst ihr mal gucken, wo ihr herkommt und wie ihr da am besten hinkommt. Unterwegs hatten wir Airbnbs, also das hat auch super geklappt, war gar kein Problem, die zu buchen. Es haben auch viele gezeltet, also ich würde mal sagen, so die Hälfte hat gecampt. Die hat natürlich ein bisschen mehr zu schleppen, waren dadurch ein bisschen flexibler, aber ja, geht beides scheinbar echt ganz gut. Mit meinem Rad hat alles perfekt funktioniert, also es war echt super, vor allen Dingen die Reifen. Also meine Pathfinder 42 mm mit 2,5 Bar bin ich die gefahren. Also für mich war das perfekt. Also ich hätte keinen Millimeter schmalere Reifen haben wollen oder mehr Druck. Das war so genau richtig, reicht aber auch. Also noch fetter müssen sie nicht sein. Mit dem Mountainbike wäre eigentlich ein bisschen übertrieben die Strecke. Mit dem Gravelbike und so breiten Reifen, super Sache. Genau, das Einzige, was ich anders machen würde, wäre die Übersetzung, hatte ich auch schon gesagt. Also 34, 32, das ist zu fett. Also da bin ich kaum die Berge hochgekommen. Also bei einigen müsste ich echt kämpfen. Also es ging dann am Ende schon, aber das ist kein Spaß. Ich glaube, da waren auch wenige mit so Road-Übersetzung unterwegs. Also so mindestens 1:1 wäre, glaube ich, besser gewesen. Aber insgesamt großartige Veranstaltung, kann ich wärmstens empfehlen. Also Tuscany Trail 2023, wenn ihr noch nicht mitgemacht habt, unbedingt mal mitmachen. Bis dann.